Ja, da sind wir schon wieder mit einer neuen Runde Burudeng Coral Island Giant Farm. Das letzte Mal lief ja wirklich gar nicht gut. Wir hatten ein Set-Teil und ein Orichalcum. Spoiler. Und ja, ich hoffe, das können wir heute toppen. Zumindest an der Orichalcum-Front wäre es halt schon cool, wenn wir also bei 40 Giants muss ich mittlerweile sagen, sind eigentlich schon 2 Oris wünschenswert. Alles drunter ist halt echt wenig, weil wenn dann nichts kommt, ist es ehrlich gesagt die Zeit absolut nicht wert. Also ich werde selbst bei 2 Oris ist es ehrlich gesagt den Zeitaufwand nicht wirklich wert. Also das Minimum ist eigentlich wirklich 2 Oris. Ich hoffe, die kriegen wir heute wieder. Hätte direkt einen Start machen können, dieser Giant Naga, einen guten, aber hat sich dagegen entschieden. Und Violet Naga tatsächlich direkt gefunden. Um diese Uhrzeit sehr ungewöhnlich in letzter Zeit gewesen. Direkt auch um Violet anzutreffen. Und wir haben letztes Mal auch kein X-Projekt gedroppt. Das letzte X-Projekt muss also für mich 2 Wochen her sein und wahrscheinlich, keine Ahnung, 30 Violets oder so. Also crazy. Mr. Violet King auch am Start. Der mich mal wieder genau dann, wo ich auf Aufnehmen drücke und kurz nicht hingucke, direkt umbringen will. Und er gibt uns das X-Product, das wirklich sowas von längst überfällig ist. Alter, das lange gedauert, mal wieder ein X-Product zu droppen. Also nicht wirklich was Besonderes, aber es geht ja nur ums Prinzip. Saftiger Giant King kommt auch noch in die Bratpfanne. Leider und Drop. Violet Naga wieder am Stissel. Nummer 2 schon. Hoffentlich kriegen wir sie heute alle direkt in der ersten Runde. Und dann später noch die saftigen Respawns. Giant Naga auch am Start. Erster Eindruck heute, sehr gut. Ich habe gerade irgendwas gefettfingert, keine Ahnung was. Oh, Arrow Rain. Jetzt müsste nur noch schnell das erste Ori kommen, dann sind wir zumindest schon mal nicht im Katastrophengebiet. Violet Naga Nummer 3. 3 von 4 ist schon mal sehr gut. Jetzt noch ein Orichalcum. Oder so. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal von einem normalen, von einem Violet Orichalcum gedroppt? Weiß gar nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Noch ein Giant Naga. Bisher alles gefunden, eigentlich. Bisher no shortage of Giants. Oder generell einfach keiner, der irgendwie gefehlt hat. Nice. Zeit für einen weiteren Violet Crop. Oder King, besser gesagt. Dr. Professor King. Nichts. Und der 4. Violet Naga gehört auch mir. Das ist cool. Bei letztes Mal hat es ja... bei letztes Mal war es... Ich glaube, da waren es 3 von 4, bin mir nicht mehr 100% sicher. Aber auf jeden Fall waren es die letzten Male schwieriger. Definitiv viel schwieriger, die Violets zu finden. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt fehlen nur noch die Drops. Und das ist auch der 4. und letzte Giant Naga. Aber ist euch was aufgefallen? Giant Kingster war tatsächlich ein bisschen abtrünnig. Not sure what happened. Vielleicht hat ihn einfach mal jemand beim Leveln schnell weggeklatscht oder so. Aber es ist komisch, weil ich habe absolut niemanden gesehen, auch keine AFK-Chars. Letztes Mal standen noch ein paar AFK-Chars rum, also so random Charakter bei Kingster geparkt. Aber heute tatsächlich noch keinen einzigen anderen Spieler auf Coral Island gesehen. Das ist komisch. Oh, das wird ein Foto-Finish, aber na, easy. Mit den Drop-Skills. Das wäre fast ein bisschen knapp geworden. Oder er ist literally gerade gerespawnt, ne? Also ihn hat wirklich jemand anders gekillt als ich. Also das, okay, muss ich im Auge behalten. Und umgelockt, direkt vor mir stand der nächste, parat, bereit getötet zu werden. Ja, der ist halt wirklich der olle Zuverlässige, der Giant Kingster. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil er ist der einzige Giant, wo ich nicht 100% Drop-Chance habe. Und Drop gefühlt mit am besten. Und Giant Naga, was hast du für uns im Gepäck? Nothing. Also, jetzt sind wir, über die Startphase wird es auch schwer hinaus. Das läuft nicht gut. Ein weiterer Giant Naga mit einem Orichalcum? Na, schade. Welchen Job habe ich letztes Mal noch gecallt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Es war ein Orichalcum, ne? Ja, das mache ich heute auch wieder. Safe. Ja, ich hätte mich nicht zu früh freuen sollen. Jetzt habe ich gerade jemanden gesehen, der eine Party zieht. Gut, heißt nicht unbedingt, dass die Giants farmen, aber naja, doch höchstwahrscheinlich schon. Und dann noch einige AFK-Charakter, wo man immer nicht weiß, hat er gerade einen Giant gekillt? Ist er gerade mit anderen Chars auf einem anderen Channel? Man weiß es aber nicht. Aber ja, auf jeden Fall jetzt sind plötzlich Leute aufgetaucht, mitten in der Nacht. Ja, so macht das Farmen irgendwie nicht so viel Spaß, weil jetzt immer nur einen Giant gefunden und jedes Mal mit den Dropskills nur einen Giant gekillt. Und das ist halt natürlich schlecht, weil sonst kommen wir nicht auf unsere über 40 Giants. Für die Quoten.
Zurück bei unserem Freund Giant Dorian. Ohne Drop. Tja, jetzt habe ich gesehen, Violet Dorian leider ein kleines bisschen zu spät anscheinend. Jetzt sind gerade die Dropskills abgelaufen. Und jetzt wollte ich ihn machen. Eigentlich ist er ja zu stark. Ich meine, es ist sehr risikobelastet. Das ist mit Abstand der stärkste Giant in meiner Reichweite, sage ich mal. Also ich meine, Giant Kraken wäre natürlich stärker, aber ich meine, Giant Kraken ist viel zu hoch und stark. Für mich. Aber zumindest hat er sich benommen. Jetzt habe ich halt nochmal Dropskills nur für einen Giant gemacht. Das ist natürlich schwierig. Puh. Und gedroppt hat er natürlich auch nichts. Channel gewechselt und es wieder nicht während den Dropskills geschafft. Diesmal jetzt aber nicht wegen der Killtime, sondern eigentlich einfach nur, weil ich ihn nicht gefunden habe. Ich habe ihn dann erst bei 3 Minuten 30 oder so gefunden von den Dropskills. Ja, das ist echt ärgerlich. Aber hey, worth it, baby. Let's go. Danke, Giant Dorian. Du bist der King, baby. Man kann quasi sagen, findet Dory. I guess. Gibt es da nicht so einen Film? Findet Nemo und findet Dory. Es ist echt nervig, den zu suchen. Weil ich glaube, Giant Dorian ist der einzige Giant, der actually wirklich fast komplett überall spawnen kann. Und halt auch wirklich immer woanders ist. Also er ist nur ganz, ganz selten an der gleichen Stelle. Und das macht es echt nervig. Und da geht jedes Mal über eine Minute von den Dropskills drauf. Das ist total anstrengend. Vierter und letzter Giant Dorian. Violet hätte ich auch noch ein paar Mal killen können, aber das Risiko ist zu groß. Ja, jetzt müssten entweder alle Giants gerespawnt sein oder aber alle weggefarmt, weil andere Leute noch unterwegs sind. Wir werden es gleich herausfinden. Hoffentlich sind sie alle da, weil dann sind wir eh schon fast fertig. Naja gut, das heißt fast fertig, aber wir sind schon ganz gut dabei. Okay, nichts gedroppt. Okay, erster Giant ist auf jeden Fall schon mal am Start. Sieht man natürlich gerne. Uns fehlt aber auf jeden Fall noch das zweite Ori. Das erste kam sowieso viel zu spät. Mal gucken, ob es noch ein zweites wird. So, Violet Respawn Time. Je nachdem. Ob vielleicht auch schon welche weggesnatcht wurden. Leider der erste ohne Drop. Violet Naga, der ist mir gerade vor die Nase gespawnt. Oh, und er gibt uns ein X-Product. Damit haben wir 3 Pop-Ups heute gehabt. 2-mal X-Product, ein Ori, aber das reicht nicht. Letztes Mal lief es unfassbar schlecht. Das muss unbedingt noch ausgeglichen werden. Ein Ori reicht da auf keinen Fall. Und Giant Naga auch wieder am Stizzle. The Boy, The Myth, The Legend. Der Orikalkum droppen, The Legend. Mist. Back to back Giant Naga for the good luck. Und Orikalkum. Nope. Komischerweise, ich finde einfach keine Giant Kingster mehr. Der letzte Giant Kingster war gefühlt vor 1,5 Stunden. Irgendjemand farmt nur Giant Kingster und lässt aber alles andere stehen. Macht keine Naga, kein Violet Kingster. Irgendjemand holt sich nur den verfluchten Giant. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Vor allem ist es auch ultra weird. Ich meine, wenn du schon den Giant tötest, dann tötet auch den Violet. Noch kein Kingster gefunden. Ich wollte auch nochmal sicher gehen wegen den Dropskills. Deswegen bin ich direkt zu Naga geflogen. Weil ich mir schon dachte, dass der da sein wird und der Kingster wahrscheinlich eher wieder nicht. Aber mal gucken, vielleicht finde ich heute noch einen Kingster. Ja, Violet Naga war natürlich auch am Start. Also es ist echt... also gut, vielleicht wird der Violet Kingster doch gekillt, wenn er da ist. Und das war jetzt nur Glück, dass ich ihn abbekommen habe. Ich meine, ich beschwere mich natürlich nicht. Aber ich nehme ihn natürlich gerne. Aber dass der Giant Kingster jetzt die ganze Zeit weg ist, ist natürlich nicht so schön. Weil das vermindert die Giants, die wir insgesamt töten werden. Und damit werden die 40 heute wahrscheinlich nahezu unmöglich. Ja, das war ein bisschen zu spät, aber er hat nichts gedroppt. Und wieder Violet Naga und Giant gefunden. Der Giant, der gerade so noch im letzten Atemzug noch kurz zu sehen war. Aber es ist echt nervig, weil jetzt gehen die Giants, also jetzt wären wir halt eigentlich fertig. Party wäre leer, das ganze Ding wäre durch, aber da ich das jetzt keinen einzigen Kingster mehr gefunden habe, ja, geht die Suche weiter. Und ich muss vielleicht nochmal ein paar Partypunkte holen. Weil ich wollte jetzt eigentlich schon nochmal mindestens 40 Giants killen. Ja, auch hier wieder Violet Purple. Was? Habe ich gerade Violet Purple gesagt? Violet Kingster, aber kein Giant. Wo ist nur dieser verdammte Giant? Giant Naga, kein Kingster. Weit und breit zu finden. Back-to-back Giant Naga.
Ich würde sagen, immerhin lässt er mich nicht im Stich, aber naja, er droppt halt nichts, also lässt er mich irgendwie doch auch im Stich. Auch der Violet Naga ist zumindest, was die Erscheinungsrate angeht, gut dabei. Ich glaube, mein Ziel für heute ist es jetzt einfach nur noch einen Giant Kingster zu finden. Wenn ich keinen finde, dann ist es ein Misserfolg. Kappa. Nochmal Violet Kingster, also so langsam fühle ich mich echt verarscht, weil ich verstehe einfach nicht, wie es jemand schafft, jeden Giant vor mir wegzuschnappen, obwohl ich gerade nichts anderes mache, als nur bei Giant, Kingster und Naga zu suchen. Und ich sehe aber auch niemanden, das ist das Verrückte dran. So, jetzt nähern wir uns aber wirklich langsam dem Ende, zumindest gehen wir auch auf die 40 Giants zu. Also 1, 2 Party-Level vielleicht nochmal machen und ein bisschen rumsuchen, aber... Was auf jeden Fall festzuhalten ist, ist, dass die Drops stinken. Aus so irgendeinem Grund sind uns die ganzen Giant Nagas nochmal da. Hätte eigentlich gedacht, dass die noch auf Respawn sind. Aber niemand droppt was. Ich krieg einfach gar keine Drops. Heute nicht mal ein Set-Teil gedroppt bis jetzt. Sieh an, sieh an, sieh an, sieh an. Wen haben wir denn da? Hat er nur 2 Stunden gedauert, ihn zu finden. Das ist echt geisteskrank. War noch nie so schwierig. Vor allem Giant Kingster war immer der einzige Giant, auf den ich mich wirklich verlassen konnte. Wenn, dann wollten die Leute immer Naga haben. Nie Kingster. Und heute genau andersrum. Back-to-back Dr. King. Let's go. Orikalkum, bitte. Bitte, Orikalkum. Du musst uns retten. Mist. Und noch ein Giant Naga. Jetzt habe ich gerade einen Lauf, aber ich brauche Drops, verdammt nochmal. Und wir sind, by the way, schon bei 42 oder 43 oder so. Giants heute. Oh. Also, wenn jetzt gleich kein Drop kommt, dann verliere ich die Hoffnung auf so ziemlich alles, muss ich sagen. Ah, come on, baby. Gib uns wenigstens den Set-High Double Drop. Irgendwas. Nothing. Krabben sind auch wirklich alle zeitgleich am Respawnen. Also, wer auch immer das war, hat gezielt alle 4 Kingster getötet und sich dann aus dem Staub gemacht. Und das anscheinend mehrfach hintereinander. Wirklich ein Magier. Und hier haben wir noch den 4. Kingster. Ja, alle natürlich, wie gesagt, zeitgleich gerespawnt. Natürlich. Und alle ohne Drops. Ein extrem riskanter Violet Naga. 40 Sekunden noch Drop Skills. Ich habe ihn einfach gesehen und ich musste ihn probieren zu holen. Aber ja, Power-Ups abgelaufen. Noch 30 Sekunden Pie Skills. Das steht jetzt wirklich auf Messerschneide. Also rein von der Zeit her müssen wir es schaffen. Jetzt darf ich eigentlich nur noch nicht sterben, ja. Close Call. Direkt daneben ist sogar auch der Giant, sehe ich gerade, lol. Ja, das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Da habe ich noch kurz 2 Party-Level nachgeholt, aber damit ist es dann auch wirklich Schluss. Ich glaube, wir haben sogar einen neuen Rekord aufgestellt, weil das ist jetzt Giant Nummer 48 gewesen. Und ich glaube, das müsste ein neuer Rekord sein. 50 hatten wir noch nie. Aber ich sag's euch, so langsam habe ich die Schnauze voll, weil wir hatten halt gefühlt erst einmal Glück. Der Tag, wo ich irgendwie 2 Oris hatte, oder waren es 3 Oris und das Shining Ori? Oder war es überhaupt am gleichen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber irgendwann muss man doch auch mal Glück haben. Also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich zu wenige Giants töte. Also ich glaube jetzt eher, dass es wieder in die Richtung abdriftet. Also, ist vielleicht auch nicht extremes Pech, aber auf jeden Fall kein Glück. Ich denke, das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall behaupten. Und ja, es nervt natürlich wie immer. Aber ja, so ist es. Wir haben noch ungefähr einen Monat, bis der FEC-Server endet. Bis dahin wäre es natürlich cool, wenn noch irgendwas Besonderes passiert. Vielleicht, irgendwann mal. Aber für heute auf jeden Fall nichts mehr. Ich mache es auch mit der Quest nicht weiter, weil es ist jetzt eh schon wieder viel zu spät geworden. Ich wollte halt eigentlich nicht so lang machen, aber habe mich jetzt auch wieder reinbaiten lassen von diesen nicht droppenden Giants. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich immer Naga töte oder so, wie gesagt, Achievement, bin ich gerade nur bei 9% Angriff, könnt nochmal 6% mehr Schaden machen, was actually extrem viel ist tatsächlich. Genau, deswegen muss ich immer noch ein paar Monster töten. Also die Achievements auf dem Account sind schrecklich. Ich habe nur Kingster auf Level 5, weil ich da mal meinen Blade gelevelt habe. Ansonsten musste ich alles von 0 hochziehen quasi. Das ist pretty bad. Also legit eigentlich alles auf 1 oder 0. Außer die, wo ich jetzt die ganze Zeit schon gefarmt habe, die Monster. Genau, und ja, damit haben wir heute gedroppt ein Ori und 2 X-Products bei 48 Giants.
das ist ziemlich schlecht. Ziemlich unbefriedigend, das kann ich auf jeden Fall sagen. Nichtsdestotrotz sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück beim Farmen, Spielen, wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Schaut auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.